Es ist super laut hier, super stressig. Ich spüre, wie mein Puls hochgeht, wenn ich hier an der Kreuzung bin. Man möchte einfach nur hier weg und hier ist so ein richtiges Großstadtloch. Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl und wünsche mir einfach nur irgendwie schnell woanders zu sein, wo wieder irgendeine andere Stimmung herrscht. Aber ich frage mich langsam wirklich, wie ein Körper das schafft, das alles zu verarbeiten, diesen ständigen Lärm und diese Reizüberflutung. Vor ein paar Tagen ist sie umgezogen und kann ihr Glück immer noch nicht fassen. Ihre neue Wohnung ist ein absoluter Lieblingsort. Hallo, ich stehe gerade an meinem Fenster und schaue raus aus meinem Zimmer. Ich finde es total schön, dass ich auf Bäume schauen kann. Ich finde es irgendwie sehr beruhigend, aus so einem sicheren Ort rauszuschauen und das Gefühl zu haben, dass man selber Ruhe hat und sich zurückziehen kann hier. Aber was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir uns durch die stressige Stadt bewegen? Das will Klaus Gramann herausfinden. Er ist Professor für biologische Psychologie. An der Technischen Universität in Berlin kann er Gehirnen beim Denken zusehen. Dazu werden Elektroden mit Kontaktgel auf der Kopfhaut fixiert. Sie messen kleinste Gehirnströme und geben den Forschenden Hinweise darauf, was in jeder Millisekunde im Gehirn passiert. Das spektakulär Neue dabei: Die Versuchspersonen können sich bei den Messungen frei bewegen. Bisher mussten sie während solcher Tests bewegungslos verharren. Und das ist nicht das, wofür sich unser Gehirn im Laufe der Evolution entwickelt hat. Das Gehirn hat sich entwickelt, um unser Verhalten zu optimieren, damit wir in einer potenziell gefährlichen Umwelt besser überleben können. Und sehr viel hat mit Motorik zu tun. Durch diesen Test hoffen die Forschenden deshalb auf wichtige Einblicke. Der erste Durchlauf: Die Probandin sieht einen virtuellen Raum. In diesem Raum erblickt sie nacheinander 3 unterschiedliche Türen. Eine ist breit, eine eher normal und eine so schmal, dass niemand hindurchpasst. Sie bekommt keine Anweisung, bleibt stehen und beobachtet. Dabei werden ihre Gehirnströme aufgezeichnet. Im zweiten Durchgang sieht sie wieder die Türen. Jetzt wird die Probandin jedoch aufgefordert, durch die Türen hindurchzugehen. Die Forschenden messen wieder die Reaktionen ihres Gehirns. Danach werden die Gehirnströme analysiert und miteinander verglichen. Und zwar vor allem die ersten Sekundenbruchteile. Das Erstaunliche bei allen Testpersonen ist, egal ob sie die Türen nur sehen oder ob sie hindurchgehen, die Gehirnströme sind praktisch identisch. In der Realität bedeutet das, unser Gehirn überprüft ständig innerhalb weniger Millisekunden, welche Handlungsmöglichkeiten wir in jeder Situation haben. In der Stadt ist es damit ununterbrochen beschäftigt, ein Prozess, der automatisch und unbewusst abläuft. In unübersichtlichen Unterführungen oder inmitten erdrückend wirkender Architektur checkt unser Gehirn ab: Lauern hier Gefahren? Gibt es Fluchtwege? Und das kann Stress auslösen. Und damit besteht eine direkte Verbindung zur Gesundheit des Menschen. Also Stadtplaner, Architekten haben nicht nur einen gestalterischen Auftrag, sondern sie haben auch den Auftrag, eigentlich dem Menschen adäquate Umgebungen zu gestalten. Doch wie eine Stadt gestaltet sein sollte, damit sich unsere Gehirne auch mal entspannen können, da steht die Forschung noch am Anfang. Jörg Fingerhut hat dazu erste Untersuchungen gemacht. Der Philosoph erforscht, wie wir Architektur wahrnehmen. Also in dieser Studie haben wir versucht, öffentliche Innenräume zu manipulieren. Also wir haben immer einfache Varianten eines Raumes gebastelt und ein bisschen komplexere Varianten. Sie sehen hier links, dieser Raum ist sehr einfach. Es gibt nur einen einzigen Ausgang im hinteren Bereich. Es gibt relativ wenig architektonische Elemente. Und der Raum rechts hat mehr architektonische Elemente, mehr Durchgänge und mehr Durchsichten. Und was wir gefunden haben, ist, dass Räume wie dieser Raum rechts als interessanter wahrgenommen werden. Also das war eine der Hauptaussagen, die wir aus dieser Studie ziehen können. Umso interessanter die Räume,
Umso komplexer die Räume, umso mehr wollen Leute diese Räume erschließen. Anregende Räume mit vielen Durchblicken und Fluchtmöglichkeiten werden als positiv wahrgenommen. Das ist ein wichtiges Ergebnis. Egal ob drinnen oder draußen, es fördert die Bereitschaft, Kontakte zu knüpfen und zu verweilen.